Hi, hier ist Thorsten von deindela.de. Hakuna Matata. Heute möchten wir euch mitnehmen auf eine Reise ins wilde Afrika. Wir stellen euch heute das Fastfood-Restaurant Hakuna Matata im Adventureland vor. Ursprünglich hieß das Restaurant Onze Piece auch schon Tee und wurde von Maggi gesponsert. Auf der Karte standen damals Gerichte, die von der afrikanischen Küche inspiriert waren und im Gästeführer von 1992 einfach als Unusual Meals beschrieben wurden. Im Adventureland betretet ihr eine exotische fremde Welt und der Bereich mit Hakuna Matata sowie das Café de la Proust entführt euch in das subsaharische Afrika. Während ihr euch im Adventureland Bazaar mit Café Agrabah und Co. im Orient, im Bereich um Pirates, Captain Jacks und die Adventure Island der Karibik und bei Colonel Hardys Pizza Outpost und Indiana Jones im indischen Dschungel wiederfindet. Seinen neuen Namen erhielt Hakuna Matata nach dem riesigen Erfolg des Films Der König der Löwen, der 1994 in die Kinos kam. In erster Linie, weil Besucher den extrem beliebten Film Disneyland Paris wiederfinden sollten. Der König der Löwen ist der 32. abendfüllende Zeichentrickfilm der Walt Disney Studios und der kam 1994 in die Kinos. Die Geschichte von Simba, der auf der Suche nach seinem Platz im ewigen Kreislauf der Natur ist, wurde zum absoluten Kassenschlager und ist weltweit bis heute der kommerziell erfolgreichste klassische Zeichentrickfilm. Die Filmmusik, die von Hans Zimmer komponiert und zum Teil von Elton John gesungen wurde, erhielt 2 Oscars. Can You Feel the Love Tonight and Circle of Life, ich singe euch die jetzt besser nicht vor, dann spare ich das, sind 2 Songs, die bis heute wohl nicht nur Disney-Fans ein Begriff sind. Und die Musik findet sich natürlich auch im Restaurant wieder und untermalt als leise Hintergrundmusik euren Besuch. Mit seinem Setting in der afrikanischen Savanne passt der Film natürlich perfekt zur Gestaltung des Hakuna Matata. Und weil das Restaurant schon so perfekt passte, blieb es auch nach der Umbenennung von Onze Piece Enchanté zu Hakuna Matata 1995 innen wie außen eigentlich weitestgehend unverändert. Natürlich wurde das Namensschild über die Tür ausgetauscht und Timon und Pumba wurden Dozenten des Restaurants integriert und gaben auch den beiden Speiseräumen ihren Namen. Seither heißen die Terrasse Timon und Place Pumba. Es ist unschwer zu erkennen, welcher Raum dabei für welche der beiden Figuren steht, denn beim Betreten müsst ihr lediglich einen Blick ein bisschen nach oben über den Eingang richten und dort findet ihr jeweils eine Tafel, die von Timon bzw. Pumba geziert wird. Das Äußere des Gebäudes spiegelt verschiedene traditionelle Bauweisen der afrikanischen Savannen wider. Ihr findet dort Anklänge an Lehmhütten, wie man sie bis heute zum Beispiel in Ghana findet, und an klassische Tuchholz aus Äthiopien und Eritrea genauso wieder, wie solche an die traditionellen Lehmziegelbauten des Mande-Sprach- und Kulturraums im westlichen Afrika, deren bekanntestes Beispiel die Moschee von Djenné in Mali ist. Auch im Inneren erinnern die Texturen und Farben der Wände an Lehmbauten, genau wie zum Beispiel auch die Deckengestaltung an Dachkonstruktionen von Lehmhütten angelehnt ist. Die Verzierungen der halbhohen Trennwände, die die Sitzbereiche unterteilen, zeigen unter anderem traditionelle Muster im Stile der Diabele-Region in Burkina Faso, aber auch andere Elemente wie verschiedene Wandgemälde von Tieren oder auch geometrische Formen, deren Stil von Einflüssen aus dem ganzen subsaharischen Raum bis hin nach Südafrika geprägt ist, finden sich hier überall. Auch die Deko-Elemente, die traditionelle afrikanischen Masken, wie sie für kultische und rituelle Zwecke eingesetzt wurden, genauso beinhalten wie Bronzeskulpturen im Stile Benins und traditionelle Töpferkunst, wie man sie in ganz Afrika findet, wurden nach dem Umbau nicht groß geändert. Das alles sorgt zusammen dafür, dass das Restaurant auch nach der Umwidmung zum Thema König der Löwen seinen besonders authentischen Stil beibehalten hat. So, nach diesen ganzen Informationen zur Thematisierung wird es aber auch mal Zeit, über das Essen zu sprechen. Und lasst uns doch mal einen Blick auf die Speisekarte des Hakuna Matata werfen und natürlich wollen wir euch auch unsere liebsten Gerichte vorstellen. Auf der Speisekarte des Hakuna Matata stehen auch heute noch afrikanisch inspirierte Gerichte. Schon seit vielen Jahren haben sich die Hakuna Fries als einer der wohl beliebtesten Snacks in Disneyland Paris herausgestellt. Inzwischen sind die übrigens in Sweet Corn Fries umbenannt worden, geschmacklich hat sich allerdings kaum was verändert. Wir nennen sie aus Gewohnheit auch immer noch Hakuna Fries und hatten damit auch bei der Bestellung am Counter noch nie ein Problem. Die Hakuna Fries gibt es nicht nur einzeln, sondern auch als Beilage im Menü. Besonders beliebt sind sie hier in Kombination mit den Hähnchenstreifen. Wer es ein bisschen exotischer mag oder einfach mal was anderes probieren möchte, greift zu den afrikanischen Fleischbällchen, die in Tomatensauce angerichtet werden. Dazu gibt es wahlweise Reis oder Salat. Wir würden hier mal den Salat dazu empfehlen, da uns der Reis in Fastfood-Restaurants eigentlich nur selten schmeckt. Ein bisschen ausgefallener und vielleicht einen Ticken gesünder kommt das Yassa Chicken daher. Das ist ein Eintopf aus Gemüse und Huhn, der in einer Brotschale serviert wird und der uns eigentlich sehr gut geschmeckt hat. Des Weiteren stehen Gerichte wie Kebab oder verschiedene Salate auf der Speisekarte. Zu einer der beliebtesten musikalischen Gruppen in Disneyland Paris gehören die African Tam Tams, die regelmäßig im Adventureland auftreten, bei gutem Wetter ganz häufig vor Hakuna Matata, rechts vom Eingang oder manchmal auch auf der Terrasse des Restaurants. Wenn ihr die African Tam Tams noch nicht live erlebt habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall mal machen.
Aber auch wenn ihr sie schon öfter gesehen habt, lohnt es sich immer wieder kurz innezuhalten, um sich den Auftritt anzuschauen. Die sind immer mit sehr viel Spaß bei der Sache und voller Engagement und fordern auch häufig das Publikum auf, mitzumachen, sodass ihr euch manchmal plötzlich hinter einer Trommel wiederfindet und zeigen könnt, ob ihr auch zur Musik geboren seid. Wenn die anderen Gäste plötzlich Reis ausnehmen, dann läuft vermutlich nicht gerade Simba vorbei, sondern ihr solltet mal euer musikalisches Talent in Frage stellen. Direkt neben Hakuna Matata in Richtung des Adventureland Bazaars findet ihr einerseits einen Character Meet and Greet Point, an dem häufig Rafiki, Timon oder auch Baloo anzutreffen sind. Und noch ein kleines Stückchen weiter eine ruhige, oft übersehene Ecke, so ein bisschen nach hinten rein Richtung Frontierland mit Kaa und Zazu. Und an dieser Stelle sollte übrigens ursprünglich die Attraktion Flying Carpets over Agrabah gebaut werden, bevor man die kurzerhand in die Walt Disney Studios verlegt hat, weil man während des Baus der Studios gemerkt hat, dass da einfach zu wenig Attraktionen zur Eröffnung bereitstehen und vor allem für Kinder nichts wirklich geboten war. So, das war's auch mit unserem Ausflug nach Afrika und unserem Besuch im Hakuna Matata. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Wenn ihr eigene Anmerkungen habt, dann freuen wir uns auf eure Kommentare.